So, okay, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier Tuya Smart Lock und wie ihr hier sehen könnt, da ist es. Das Wi-Fi-Version, das ist mittlerweile die 4. Generation. Nein, das ist die 5. Version, die ich bestellt habe. Der erste kam nicht mit Wi-Fi, der kam mit Bluetooth. Die anderen 2 waren nicht lieferbar und dann kam die 4. Bestellung. Da haben dann die Schrauben, zu denen wir nachher gleich kommen, nicht gepasst. Hier sind sogar Batterien dabei. Ich bin begeistert. War dann nicht einbaubar und das ist jetzt die neueste Version. Wir haben hier die Gebrauchsanweisung. Die gibt nicht viel her, kann ich gleich sagen. Ich habe die ja schon gelesen in den anderen vorhergehenden Versionen. Hier siehst du einfach mal, das sind jetzt die Smart Lock Cards. Also ganz normale NFT-Dateien, Dinger, die man dann benutzen kann. So, dann kann man das auch mit Schlüsseln entsperren, die sind auch dabei. Dann wie gesagt, Wunder, Batterien sind dabei. Das Schloss ist mit wieder aufladbar angegeben. Ich glaube allerdings nicht, dass das ja aufladbare Akkus sind. Nein, sind sie nicht. Da sehen wir auch schon das Symbol. Keine wieder aufladbaren Akkus. Also laden wir das nicht, wir tauschen die Batterien. Dann haben wir hier die Schrauben. Die Schrauben hier, zeigen wir das in Kamera, diese Stiftschrauben hier, das war die beim letzten Version einfach nicht gepasst hat. Die werden wir jetzt dann gleich nochmal ausprobieren. Das machen wir als erstes, bevor wir das hier weiter zerlegen. Weil, wie gesagt, ich kenne das ja schon hier. So, das ist jetzt der Innengriff. Und hier müssen die Schrauben reingedreht werden. Das müssen wir dann gleich noch machen. So, dann haben wir hier den Außengriff. Da ist dann also auch hier Fingersensor, Kartensensor. Man hat eine Türklingel integriert, ist auch ganz nett, wenn man es denn braucht. Die meisten klopfen hier sowieso. Hier ist nochmal der Fivi-Aufkleber drauf. Was gibt es noch alles Schönes? Die Falleneinraster, falls man da mal einen neuen braucht, dass man den austauschen möchte, werde ich wahrscheinlich nicht tauschen. Und dann der eigentliche Sperrzylinder für das amerikanische Schlosssystem. Der ist 6 cm und der geht auch auf 7 cm zu erweitern. Wenn man eine andere Einbautiefe hat, kann man also locker mit basteln. Das geht. So, dann kommen wir mal hier zu diesen Schrauben. Diese Schraube muss jetzt hier reinpassen. Hey, rutscht durch, da geht gar nichts. Dann probieren wir mal den anderen Griff aus. Hier sind Bohrungen vorhanden. Perfekt, ich glaube, das Schloss können wir verwenden. Das ist einbaubar. Und dann brauchen wir eigentlich bloß noch darauf warten, dass das Ganze funktioniert. Dann baue ich die Kamera jetzt um, bauen wir das alte Schloss raus und bauen das neue rein und dann werden wir sehen, was passiert. Gut, wer jetzt das Bild ein bisschen aufmerksam beobachtet, der wird schon merken, dieses Schloss ist schon recht verhunzt. Das war schon mal ausgebaut, dann hatte ich es wieder eingebaut, weil das nicht passte und 2 Wochen später wollte ich es rausbauen, dann gingen die Schrauben nicht mehr, die hatten sich dann gefressen. Sei es wegen der Hitze, ich weiß es nicht warum. Also jedenfalls ist die obere Schraube dann nicht mehr funktionsfähig gewesen. Als erstes sind wir natürlich das alte Schloss hier runterbauen. Machen wir hier hinten das einrasten, dann kann man das hier drehen. So, dann haben wir das erste Teil runter. Für den Rest ist jetzt eigentlich ein Kreuzschraubenzieher ausreichend. Ja, die sind schon ganz schön lang, die Schrauben. Da dreht sich das ein bisschen hin. So, die geht schon wieder nicht, geht schon wieder los. So, das Ganze ging jetzt etwas gewaltsam. Schaut nicht so toll aus. Jetzt, wo das Ding runter ist, kann man die Schraube auch ganz gemütlich drehen. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, eine Sicherheitsschraube. Aber ich habe schon zweimal ausgebaut gehabt, von daher verstehe ich nicht, dass die Schrauben dann immer beim zweiten Mal nicht mehr funktionieren. Aber sei es drum. Ich habe eh nicht vor, das alte Schloss wieder einzubauen. So, dann kann man das Ganze jetzt auf die andere Seite rausziehen. Gibt ein schönes Loch in der Tür. Dann muss man natürlich die Verankerung hier noch lösen.
So, dann kann man das hier rausmachen. Durchaus auch etwas strenger, je nach Türbauart und Weise. Da siehst du also auch, da ist auch schon mal pure Gewalt angewendet worden, um das da überhaupt rauszukriegen beim ersten Mal. Die sich aber dann trotzdem wieder einbauen und weiterverwenden. So, als nächstes brauchen wir unseren Sperrzylinder, der kommt als erstes da drin. Schaut dann so aus, das Ding. Hatten wir vorhin schon mal in der Kamera gesehen. Darauf achten, dass die Falle natürlich hier richtig mit der montiert ist, dass es auch schnappen kann. So, und dann muss das hier so ziemlich in der Mitte sein und die beiden Löcher hier, die Kamera ein bisschen verschieben, dann sieht man das besser. Dann seht ihr jetzt hier auch die beiden Löcher, da kommen die Stickschrauben durch. Die müssen also frei sein und der Sperrzylinder hier, der muss in der Mitte liegen. Dann ist das alles weniger ein Problem. So, dann gibt es hier 2 Schräubchen, die man reindrehen muss. Da nimmt er am besten die größeren, die passen auch in der Regel sehr gut. Also die Löcher sind ja bereits vorhanden, kann man also astrein einsetzen. So, dann nehmen wir uns mal den Innengriff vor. Da haben wir eine kleine Schraube, die drehen wir jetzt mal raus. Dann kann man das ja aufmachen und jetzt seht ihr, da müssen wir jetzt erstmal die Batterien reinklatschen. Sonst wird hier nicht viel funktionieren. Batterie drin. Können wir hier unseren Deckel wieder drauf machen und hier unten wieder unsere Schraube reindrehen. So, als nächstes nehmen wir wieder unseren Außengriff, die Stiftschrauben, die wir hier eingesetzt haben. Wie gesagt, das Ding soll ein bisschen sicher sein und was halten. Die bitte nochmal mit der Zange nachziehen, dass sie auch richtig festsitzen, aber nicht zu fest, nicht, dass ihr die Gewinde abdreht. Das ist immerhin China-Produktion und naja, ein bisschen fipsig. Aber hinterher ist kein Problem, hier geht eigentlich keiner in die Hütte rein, also von daher gesehen, hier ist, das hast du am alten Schloss gesehen, auch nicht wirklich wichtig, dass man ein Schloss hat, aber man hat halt eins, damit man zeigt, dass hier geschlossen ist. Dann fügen wir erst einmal unser Schloss von der anderen Seite jetzt ein. Es ist wichtig, dass wir jetzt dieses Kabel hier mit einbeziehen, diesen viereckigen Stift. Da schieben wir jetzt das Kabel durch, stecken das noch hier drauf. Dann schaut das jetzt so aus. Und dann können wir das auf der Außenseite durchstecken. So, und jetzt seht ihr hier im Schloss, hier ist die Stifte drin, die kommen jetzt hier durch. Und auf der Außenseite kann ich den Griff bewegen, oben und unten. Aber das Schloss hier wird sich nicht, das wäre eigentlich auch soweit schon mal ganz gut. Wie gesagt, ich montiere das einfach mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Ganze dann wirklich auch so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Dann kommen wir zur nächsten Variante, die wir hier anzubieten haben. Das ist der innere Türgriff. Da brauchen wir jetzt einen kleinen Schraubenzieher für, weil wir müssen diesen Elektrokontakt, diesen Kabelstecker anstecken. Der ist etwas sehr klein und ich habe den Innentürgriff schon wieder zugeschraubt. Ich bin sehr schlau, den schraube ich mal schnell wieder auf und dann bin ich wieder da. So, unser Türgriff ist dann wieder offen. Okay, die Batterien sind heraus. Wir stecken das hier mal rein. Dann ist er auch schon, stecken das hier drauf. Und damit wäre eigentlich die Grobmontage schon mal erledigt. Das heißt, jetzt müssen wir noch den Kontakt hier anstecken.
Da braucht man wahrscheinlich eine Lupe für, wie ihm der jetzt da gehört. Aber ich würde sagen, rot markiert ist rot markiert. Wir sind Gefummel. So, gut, der Kontakt, ihr seht, ist drauf. Hier noch mit dem Schraubenzieher, der muss ganz leicht reinrutschen, also nicht mit Gewalt, dann ist er verkehrt. Dann noch ein bisschen nachdrücken, dass er auch wirklich sitzt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen fixiert kriegen. Dafür haben wir diese zwei Schrauben und diesen tollen Schraubenzieher. Machen wir jetzt nicht mit dem Akkuschrauber, da werden wir wahrscheinlich nicht drankommen. So, irgendwie beißt auch die Schraube jetzt wieder mal nicht richtig. Das sind so die hübschen tollen Sachen, die alle Freude machen. Ich glaube, wir haben nicht ausprobiert, ob die Schrauben in den Stift reinpassen, nicht wahr? Die beißt nicht, nein. Ich sehe nicht schon das Ding wieder einpacken und zurückschicken. So, legen wir das mal kurz ab. Und jetzt schauen wir mal. Doch, ich habe es geschafft, sie ist drin. Sie beißt. Also die Gewinde sind nicht besonders toll geschnitten, aber sie packen. Gut, dann bauen wir unseren Außentürgriff immer drauf. Es ist immer wieder ein Erlebnis, sich hier mit diesem Zeug rumzufragen. Aber auf der anderen Seite, man hatte sonst nichts zu tun, wie man so schön sagt. So, ich denke mal, das Problem liegt hier darin, das Loch zu treffen. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Trick gefunden, wie man die Schrauben da ganz gut reinkriegt. Und zwar, man zieht das Außenschloss, den Außengriff so weit zurück, dass er in diesem Loch verschwindet. Und dann hat man eine Justierhilfe für die Schraube. Dann packt die auch. Einen anständigen Schraubenzieher zur Hand haben, ne? Damit das anständig zu machen ist. So, ich habe es gerade entdeckt, im Türgriff ist noch mal ein Loch drin. Dadurch kann man die Schraube ohne Schnickschnack erreichen. Blendet nie aus. Aber dafür genau gibt es ja solche Videos, dass man sich sowas vorher anschauen kann und man dann aufgeklärt wird, hey, hier sind die Tricks und Kniffe. So funktioniert es und das funktioniert nicht. Ich vermisse meinen Akkuschrauber an dieser Stelle. Wenn ich das erwähnen darf. So, dann sind die Schrauben jetzt auch fast drin und versenkt. Und greifen. Griff ist fest. Ich kann von außen öffnen. Die Falle bewegt sich, wenn ihr das seht. Das sieht man jetzt ganz leicht hier. Die Falle bewegt sich, ne? Das siehst du hier. Und hier außen, wenn ich bewege, dreht nichts. So, haben wir das wieder hingekriegt, dann fummeln wir wieder unseren Elektrostecker da drauf. Wie gesagt, der sollte, wenn du ihn richtig erwischt, relativ leicht reinflutschen und dann einfach mit dem Schraubenzieher noch ein bisschen nach oben schieben, dass der auch hängt. Weil sonst hast du das Problem, du stehst draußen, kriegst das Schloss nicht auf, weil die Elektronik nicht anspricht. So, dann würde ich sagen, das Kabel machen wir so ein bisschen hier oben hin. Na, hier unten ist so ein Reset-Knopf. Keine Ahnung, was man den braucht, aber das kriegen wir dann noch raus. So, dann setzen wir das gute Stück mal unter Strom. Das heißt, wir setzen unsere Batterien ein. Wie gesagt, das Schloss ist wieder aufwartbar. Es gibt hier auch extra einen Anschluss, damit man das aufladen kann. Aber wie gesagt, mit den Batterien will ich es nicht machen. Die fliegen euch wahrscheinlich um die Ohren. Gut, es hat gepiepst, das ist nämlich ein positives Zeichen. Wir sprühen keine Funken. Auch ein positives Zeichen. Da ist er dabei. Funktioniert.
So, dann kommen wir jetzt mal zum Funktionstest. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Können wir den mit dem Schlüssel hier machen? Okay, das scheint auf jeden Fall mal zu funktionieren. Da geht es wieder nicht mehr. Schlüssel wieder rein, drehen und sperrt. Das ist schon mal positiv. Dann nehmen wir mal hier die Chipkarten, die NFC-Karten. Oh, ist offen, sperrt. Hat wieder gesperrt. Fingercode ist natürlich klar, der geht, ist natürlich noch nicht programmiert. So schaut das jetzt aus und funktioniert. Okay, dann schauen wir uns das mal hier ein bisschen an. Das ist jetzt der Setup-Bereich von dem Schloss. Das muss man sich erstmal zu Gemüte führen. In der App ist es leider so, dass man das nicht so einstellen kann, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt. Man kann das Schloss hier aufrufen und kann hier unter User gehen und kann jetzt auch hier die E-Mail bearbeiten. Das seht ihr also hier, das ist der Benutzer. Und hier ist Unlock with Fingerprint eingegeben. Diesen Fingerabdruck könnt ihr nicht über das Handy oder das Tablet machen, den müsst ihr am Schloss machen. Und dann könnt ihr hier eintragen, mit welchem Fingerabdruck, das wird euch ja immer gesagt, welcher Fingerabdruck jetzt gerade arbeitet, das benutzt wird. Die Fingerabdrücke 1 bis 4 sind administrativ und 4 und alle weiteren Fingerabdrücke sind dann für die Benutzer. Ich habe jetzt einen Fingerabdruck hier angelegt, das ist der Fingerabdruck 1. Der funktioniert auch soweit ganz gut. Dann habt ihr das Kennwort, das könnt ihr dann später vergessen. Das wird dann durch den Fingerprint ersetzt. Dann gibt es ja auch die Aufzeichnungen, die Records. Und dann könnt ihr ein temporären Passwort vergeben, wo dann jemand sich selber reinlassen kann. Also ihr könnt das Schloss nicht von der Ferne aus entsperren im Moment. Das ist nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob das kommt. Aber man kann ein temporäres Passwort vergeben, dann könnt ihr sich selber reinlassen. Ihr bekommt ja auf euren Mobilgerät natürlich die Mitteilung, dass derjenige auch da ist und sich reingelassen hat. Und es gibt ja auch eine schöne Log dazu. Dann hat es hier Alarme, dann Hijacker-Alarm, da könnt ihr dann alte Benutzer draufsetzen auf die Liste, dann geht draußen der Krach ab. Doorbell, die Tür, das Schloss hat eine Klingelfunktion. Dann kann man klingeln, dann sieht man dann, wer geklingelt hat. Wird bei mir nicht vorkommen, denke ich mal. Weil hier oben ins Penthouse kommt eigentlich keiner rein. Penthouse ist übertrieben, aber ich wohne halt im obersten Stockwerk, bezeichne das immer ganz gern als Penthouse, aber dem sei es drum. Das ist eigentlich die ganze App, mehr gibt es ja eigentlich auch nicht. Dann kannst du dir auch nochmal temporär in Remote Passwort vergeben lassen, das wird dann automatisch erstellt. Dann sagt ihr hier Remote Dynamic Password includes after, also invalid after 5 minutes, das heißt in 5 Minuten läuft der Code ab, ihr könnt den Code per SMS schicken, der kann das auf dem Schloss selber eintippen, kommt rein und ihr kriegt die Nachricht, dass er drin ist. Das war es jetzt eigentlich zu der Sache und jetzt kommen wir hier auf diese Tabelle zurück. Die ist sehr interessant, darum nehme ich das jetzt hier auch auf dem iPad an, weil ich da so einen fiesen Stift habe und dann kann ich nämlich ein bisschen rumpinseln. Allerdings jetzt nicht wahrscheinlich in der Vollgröße, doch in der Vollgröße. So. Wenn du das erste Mal dieses Schloss konfigurierst, du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass du hier mit Raute Stern arbeitest und dann die Administratorinformationen eingibst, also dein Login. Beim ersten Login musst du ein Kennwort verwenden, was vergeben worden ist. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du allerdings den ersten Administrator eingelegt hast, wird dieser Fingerabdruck 0, der eigentlich immer funktioniert. Das heißt, solange du jetzt keinen Administrator angelegt hast, wird das Schloss den Fingerabdruck 0 immer verwenden und zulassen. Du musst also das Schloss konfigurieren, weil jeder Finger funktioniert. Also immer Folgendes, konfiguriere das Administrator-Konto auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. So, das ist auch hier oben nochmal angegeben, das siehst du hier. Ich könnte es jetzt mal gehässig in einer bisschen schöneren roten Farbe machen. Drücken Sie Sternraute zum Aufrufen. Und dann kommt Administratoreinstellungen 1.
So zwischen Stern und Raute und Administrator-Einstellung 1 musst du jetzt beim ersten Mal das Kennwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingeben. Also Stern, Raute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Raute, dass du fertig bist. Und dann gibst du nochmal eine 1 ein für Administrator-Einstellungen und dann kannst du unter Punkt 1 hier sagen, ich möchte ein Konto hinzufügen. Und hier wird dann auch der Fingerabdruck gespeichert. Du kannst auch 2 hinterlegen. Wenn du das System mit diesem Diagramm erstmal geschnallt hast, ist das wirklich eigentlich relativ einfach zu bedienen. Ich zeige das noch mal ganz kurz dann nachher am Schluss selber praktisch, wie es funktioniert. Es ist wirklich ganz easy. Also das hier ist, dieses Foto, was ich jetzt einblende, ist quasi der ganze Schabernack, den ihr wissen müsst. Okay, dann schauen wir uns das mal noch mal ganz kurz auf dem Schloss an. Wir tippen mal hier drauf. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter zurück. Beleuchtet sind jetzt nicht so ganz lesbar, aber es passt schon. Also zum Admin Login, das werden wir jetzt klingeln. Ja, ist lustig. So, wir drücken hier mal Stern. So, Stern, Raute. Und jetzt müsstest du einen Administrator kann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Default. Und dann Enter. Das ist bei mir allerdings schon geändert, weil ich das ja schon einen User angelegt habe und einen Fingerkey hinterlegt habe. Dann funktioniert es so. Fingerabdruck. Und bist drin im Administrator. Und jetzt hast du bloß noch 1, 2, 3, 4 die Punkte zum Auswählen, die du brauchst. Menü verlassen. Einfach gestellt. Und draußen bist du. So, und dann habt ihr eins, ihr müsst das Fivi-Schloss natürlich im Paarungsmode setzen. Bevor ihr also hier Administrator-Einstellungen ändert, musst du eigentlich erst einmal eins machen. Machen wir jetzt Folgendes. Wir machen einmal Stern Raute, dann geben wir unser Kennwort ein und drücken noch einmal die Raute. Dann sagt sie auch, du bist drin, Administrator, und dann leuchten auch bloß die Punkte 1, 2 und 3, die du auswählen kannst. Dann wählst du hier die 1 aus und dann wählst du hier 3 Netzwerkverbindungen aus. Da brauchst du auch kein Kennwort eingeben. Und dann hast du jetzt noch ein Menü mit 2 Punkten und dann nimmst du die integrelle Verbindung hier, 2. So, und dann kannst du rüberspringen in deine App. Deine Truja-App oder deine Smart Home App, kannst hier sagen Plus, Gerät hinzufügen. Und dann gehst du hier auf Kameras und Sperre. Und hier findest du Schloss BE. Ne? Ihr habt hier, und ich kann es jetzt hier nicht anmalen. Schloss BLE, das ist Bluetooth, dann Schloss Wi-Fi, und das Schloss Wi-Fi würdest du jetzt nehmen oder beziehungsweise das Schloss, was du jetzt gerade in Verwendung hast, und dann kannst du das hinzufügen. Das ist eigentlich schon mal der ganze Trick, dann hast du das schon mal weg. Dann nehmen wir unsere Dinger hier wieder raus. Und jetzt würdest du quasi deinen Benutzer anlegen. Jetzt würdest du sagen Stern, Raute. Dann würdest du wieder eingeben 1, 2, 3, 4, 5, 6, Raute und die 1. Und dann würdest du sagen 1, Administrator hinzufügen. Das ist jetzt hier vom Prinzip ganz einfach. Da musst du dann eigentlich bloß, der zeigt das nicht an, er sagt auch nichts, du musst eigentlich nur deinen Finger auf den Fingerprint-Sensor legen und das wiederholt er dann mehrfach mit dir und damit ist der Fingerabdruck drin. Dann, wenn du das Schloss entsperrst, das ist auch so ein Schabernack, machen wir es mal ganz kurz. Ich habe jetzt den Ton mal kurz gehört, der erste war falsch, der zweite hat geklappt. Und da seht ihr jetzt oben Unlocked Fingerprint 1 Unlocked. Das heißt, der Administrator 1 hat den Fingerprint 1. Das ist jetzt wiederum wichtig hier in deiner App. Das musst du nämlich jetzt hier noch ein bisschen einstellen. Hoppala, das war der falsche. Da geht's lang. Hier unter Users. Und dann kannst du jetzt hier den Benutzer anklicken, dann sagst du Edit. So, dann fügst du hier eine E-Mail-Adresse hinzu, die hätte er ganz gern, und dann wird hier leider die E-Mail-Adresse in beiden Fächern eingetragen. Ja,
Aber man erkennt den Benutzer, ist es okay. Und dann sagst du hier Add Fingerprint und gibst die 1 ein. Und damit ist der Spuk eigentlich schon vorbei. Dann hast du hier Unlock with Fingerprint 1. Ich habe jetzt bloß einen drin. Man könnte sich natürlich mehrere anlegen. Linker Daumen, rechter Daumen, Stinkefinger, Zeigefinger, whatever. Oder fehlender Finger. Hahaha. Dann wäre das auch okay. Du kannst jetzt hier noch ein Unlock-Passwort hinterlegen. Und du kannst auch noch die entsprechenden NFC-Karten verwenden, die ich da hingelegt habe. Ich habe auch gelesen, dass du NFC-Karten speichern kannst irgendwie in diesem Schloss. Also sprich zum Beispiel eine NFC-Karte wie Scheckkarte, Kreditkarte. Aber da habe ich nichts bis jetzt in der App gesehen, wo das denn gehen würde. Also ich würde diesen Punkt einfach mal außen vor lassen. Das war's, was es zu der App hier zu sagen gibt. Dieses Administrator-Kennwort, da habe ich jetzt auch noch nicht rausgekriegt, wie man das vergibt. Das muss man wahrscheinlich auch wieder im Schloss machen, Set a Passwort oder sowas. Weil hier kann man auch wieder bloß den Code eingeben. Also wie jetzt hier bei Fingerprint die 1. Aber da habe ich noch nicht rausgekriegt, wie man die Dinger macht. Da muss ich mal ein bisschen rumspielen. Man muss jetzt sagen, ihr dürft von diesem Schloss nicht zu viel erwarten. Ich sag, das Ding hat 800 Baht gekostet. 800 Baht, ja, das sind 25 Euro oder sowas, oder 25 Dollar. Dafür ist das Ding eigentlich ganz okay. Also die Finger funktionieren wirklich und er kennt den Finger und sonst keinen Finger. Sonst lässt er auch keinen anderen zu. Also es ist schon wirklich in dem Hinsicht gut. Es sind halt so viele Funktionen sind halt nicht dabei. Also man wird es im Home-Assistent nicht anbinden können. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da würde ich dann im Zweifelsfall nochmal ein zweites Video zu machen. Ihr könnt es nicht von der Ferne entsperren, aber ihr könnt einen Code an denjenigen schicken, dann kann der sich reinlassen. Und ihr könnt hier dann entsprechend eure Benutzer konfigurieren. Ihr könnt jetzt hier noch einen weiteren Benutzer hinzufügen. Dann hätte ich jetzt hier Family, dann hätte ich meine Frau zum Beispiel, wenn ich denn eine hätte. Dann die Mia Neu, das ist auf Thailändisch die Ehefrau 2, also die Nebenfrau. Das ist ja ganz legal, dass man sowas hat. Dann vielleicht noch ein Kind dazu, dann hat man die 4 Leute voll, wobei ich das Kind dann nicht als unter Administrator laufen lassen werde, weil die ersten 4 Accounts sind ja Administrator, sondern dann schon unter Others. Enter Name, dann sagen wir mal Klaus. Oder machen wir mal das Mädchen dazu. Dann machen wir mal One, ob er das nimmt. Nehmen wir mal die Frau. Add Fingerprint, haben wir keinen, machen wir 2. Save. Oh, das speichert sie jetzt als One ab. Schau mal einer, guck. Dafür habe ich aber keine E-Mail-Adresse mehr. Es ist ein bisschen eigenartig, das Schloss, das gebe ich ehrlich zu. Man kann ja auch keine Fotos anklicken. Also man hat zwar Fotos, aber man kann sie nicht anklicken. Ja, Designen auch so. Jetzt probieren wir mal aus, ob das Schloss immer noch, wenn ich den zweiten Finger drücke, hier keinen zweiten Finger drin. Na, ist immer noch Feld. Das war es eigentlich, was zu diesem Schloss zu sagen ist. Jetzt gesehen, wie das so ein Ding einbaut. Wie gesagt, ist nicht schwierig. Es ist eine einfache Konfiguration. Man hat keine Probleme mit den Schlüsseln und den NFC-Chip, den kann man sich auf dem Handy auch speichern. Dann kann man das auch mit dem Handy entsperren. Da könnte man eventuell, wenn Interesse besteht, auch nochmal ein zweites Video zu machen, ein drittes Video dann, je nachdem. Kommentare einfach unten in die Beschreibungen. So, dann habe ich halt ganz was Interessantes entdeckt, das möchte ich euch mal kurz zeigen. Ich sagte, Remote Unlock geht nicht. Ihr geht hier auf Raute, klingeln. Und dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Mobilgerät. Remote Unlock Request. Sounds ready to open the door. Da kannst du sagen, hier unten, Click Open Remote. Sicherheitsbestätigung, bestätigen. Und jetzt hörst du, offen. Funktioniert auch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, man findet neues Zeug. Sollte dir das Video geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal.
Dann, ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, stecke mein privates Geld hier rein und wenn du das gut tust, was ich hier mache, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal unterstützt. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung. Solltest du ansonsten irgendwelche Probleme haben oder nicht klarkommen mit deinem Computer oder dem hier gezeigten, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, Ecken, Haken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.